Buongiorno. Hallöchen, wie versprochen der zweite Tag in Volterra. Und Volterra ist eine sehr alte Stadt. Im 8. Jahrhundert vor Christus wurde die Stadt gegründet, oder da gibt es Aufzeichnungen von. Also noch vor der Römerzeit. Und hier ist zum Beispiel, wir wissen nicht genau aus welcher Zeit, aber so ein altes, ich weiß nicht, ob man sich hier selbst gewaschen hat und Wäsche gewaschen hat, aber auf jeden Fall so eine Waschanlage. Genau, und das ist ja voll beeindruckend, dass die Antike und die Zeit davor sogar schon Menschen super smart waren, wie sie halt Wasserwege genutzt haben. Das haben wir in Siena mit dem Abwasser auch schon gesehen. Aber genau, sowas haben wir schon in mehreren Städten gesehen und das ist natürlich sehr spannend. Ich bin ja schon ein bisschen verliebt in die Toskana und dachte die ganze Zeit, oh, das Einzige, was fehlt, ist das Meer. Aber das Meer ist nur 30 Kilometer von hier und so ein bisschen kann man es sogar schon erahnen, obwohl nicht so schönes Wetter ist heute. Was auch ganz cool ist an so Städten, die zwar schon touristisch sind, aber nicht super touristisch ist, dass es natürlich nicht so fette Ketten gibt. Also hier ist jetzt kein McDonald's, kein Starbucks, kein H&M, aber Touri-Shops, die natürlich ähnlich sind wie in Siena, aber trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt auch viele lokale AnbieterInnen und lokale Geschäfte, wo man lokale Farmen und so weiter unterstützen kann. Und ein typisches Merkmal für die Toskana ist natürlich grüne Fensterläden und ockerfarbene Häuser. Toll. Und zum vollkommen Genießen von La Dolce Vita gehört natürlich auch gutes italienisches Essen, was wir sowieso schon immer essen, aber auch vor allem gute italienische Snacks und deswegen gibt es bei uns heute als Snacks Cantuccinis. Und falls ihr schon mal irgendwas von der Stadt gehört habt und nicht wisst, woher, das ist aus Twilight. Ui. Ja, also im Buch spielt natürlich alles hier. Ich glaube, filmmäßig wurden hier nur einige Szenen aufgenommen und viele andere Szenen in einer anderen kleinen Stadt. Ich glaube im dritten Teil, wenn das der ist, wo die mit so roten... Nein, das ist im zweiten. Im zweiten Teil, wenn die hier mit so roten Umhängen rumlaufen und Genau. Was passiert dann? Dann stirbt Edward. Ja, egal, aber ich weiß das noch alles sehr genau. Aber ist jetzt auch schon 13 Jahre alt. Genau, aber wie gesagt, andere Szenen wurden in welchem Ort aufgenommen? Montepulciano. Genau, da wurde dann auch noch viel aufgenommen und innen natürlich auch, aber das wissen wir jetzt nicht genau, was Set war und was in irgendwelchen Kirchen oder so aufgenommen wurde. Aber Volterra, die Stadt der Vampire, die hießen ja auch die Volturi oder so. Wow! Habe ich gelesen, ich hab das nicht gesehen. Du hast es gelesen? Ja, Die auf Filme? Wikipedia. Ach so. Ich dachte die Bücher. Nee. Volterra ist da oben auf dem Berg, sieht man vielleicht, vor allem den Turm. Und das Haus, wo ich zur Studienfahrt war, ist hier unten im Tal. Und das war immer voll die besondere Zeit, weil wir waren so um die 20 Leute für 2-3 Wochen und halt völlig abgeschieden von der Außenwelt. Wir waren so eine Bubble, wir haben immer für uns gekocht. Es gab kein WLAN, kein Fernsehen und so weiter. Das heißt, man war echt so, hat so das Leben genossen, stundenlang gefrühstückt, gequatscht, Kunst gemacht, gemalt, fotografiert, Dinge gebaut, was auch immer. Da war so alles völlig frei. Und das war immer so im August rum. Und zu der Zeit, ne, ist jetzt auch hier super Wetter. Es war natürlich irgendwie 20 Grad wärmer, halt ziemlich heiß und jeden Tag sonnig. Und wir hatten eigentlich so gut wie nie Wolken oder Regen sowieso nicht. Und es war halt schon ja, damals sehr, sehr trocken, vor allem ne, in diesem Hochsommer. Und da zeigen wir jetzt noch mal ein paar Aufnahmen, bevor wir jetzt hier mal rumlaufen und schauen, wie trocken es jetzt hier im Herbst ist.
Jetzt haben wir euch ja schon viele schöne Orte und die Landschaft der Toskana gezeigt. Warum wir aber auch hier sind, ist, um ein bisschen darüber zu sprechen, welche Auswirkungen die Klimakrise auf die Toskana hat. Weil die Toskana eine der Regionen ist, die unter starker Dürre und Hitzewellen leidet. Das heißt, die Sommer werden immer super heiß, 40 Grad, wenn nicht mehr, und das hat natürlich schwerwiegende Folgen. Es ist eine Region wie andere in Südeuropa, die sehr von Landwirtschaft geprägt ist und darauf natürlich angewiesen ist. Wenn es aber immer heißer wird im Sommer, ist die Wasserversorgung immer schwieriger und man muss schauen, ob die Landwirtschaft so weitermachen kann wie bisher. Das ist sehr unwahrscheinlich, denn wenn das so weitergeht, wird auch 2100 60 bis 80% der Fläche in Südeuropa, die für Landwirtschaft genutzt werden kann, verloren sein, weil es einfach zu heiß und zu trocken wird. Und im Winter wird es einfach zu frostig und zu kalt. Stattdessen wird zum Beispiel, deswegen wollten wir auch darüber reden, was der Schwarzwald mit der Toskana zu tun hat, wird der Schwarzwald vielleicht in ein paar 100 Jahren so sein wie die Toskana jetzt. Und die Toskana hingegen wird vielleicht so eine Art Wüste sein. Deswegen ist es wichtig, jetzt was für den Klimaschutz zu tun, sprich aus fossilen Brennstoffen auszusteigen und in erneuerbare Energien zu investieren. Ja, das kostet jetzt Geld, aber das ist immer noch viel günstiger, als wenn man mit den Folgen der Klimakrise zu tun hat. Ein Beispiel, wie die Toskana sich zum Beispiel verändern wird, ist, dass traditionelle Weinsorten in Zukunft nicht mehr angebaut werden können, weil die einfach ein bestimmtes Klima brauchen. Und wenn das sich verändert, wie gerade, indem die Sommer viel heißer würden und hier bis zu 40 Grad sind und es im Winter Frost gibt, können diese Rebsorten nicht mehr überleben. Das heißt, die Winzer müssten gucken, welche anderen Rebsorten sie anbauen können, aber die sind natürlich ja nicht mehr traditionell italienisch bzw. nicht mehr traditionell üblich für die Toskana. Und dieser Acker sieht fast schon eher aus wie eine Mondlandschaft als wie ein gesundes Feld und das liegt irgendwie daran, dass der Boden super trocken ist. Wir sind im Herbst hier und eigentlich regnet es zwischendurch, aber dadurch, dass das ganze Jahr über irgendwie fast gar nicht regnet und dann zu sehr krassen Regenfällen kommt, kann der Boden das überhaupt nicht alles aufnehmen und ist dadurch super vertrocknet die ganze Zeit. Also man sieht, Trockenheit und Extremwetter ist hier auf jeden Fall schon der Fall und das sieht man auch an dieser Pflanze, die halt super vertrocknet ist. Da drüben in dem Haus wohnt eine Familie, die hier die ganzen Felder bewirtschaftet. Und damals, als ich zur Studienfahrt hier war, da gab es diese Kläranlage noch gar nicht. Die war damals erst im Bau oder in Planung. Und ich kann mir vorstellen, die wurde dafür gebaut, um hier das Abwasser zu recyceln, um mehr Wasser für die Landwirtschaft zu haben. Und daran sieht man, wie halt gegen die Klimakrise angekämpft wird, aber nur so die Symptombekämpfung. Also es ist trockener. Wir versuchen diese Trockenheit irgendwie zu überkommen, indem wir irgendwie mehr Wasser hier haben. Aber an sich der große Grund wird halt leider nicht bekämpft. Also es ist halt auch sehr schwer und das muss halt immer auf größerer Ebene, auf politischer Ebene passieren. Ähnlich wie den traditionellen Weinsorten der Toskana wird es auch den Olivenbäumen gehen, wenn wir die Klimakrise nicht aufhalten. Die brauchen nämlich nicht so heiße Temperaturen, also keine 40 Grad und relativ viel Wasser. Und wenn wir die Klimakrise nicht aufhalten, wird es irgendwann in dieser Region keine Olivenbäume mehr geben. Und da oben stehen wir übrigens, da sieht man Felicita. Und für die Zukunft, wir werden natürlich nicht für immer im Van rumreisen, können wir uns auch vorstellen, in einem Häuschen in der Toskana zu leben. Zum Beispiel so ein schönes Steinhaus mit Pool, toller Aussicht. Und hier ist der perfekte Platz. Ist aber noch ein bisschen Arbeit zu tun. Ja, aber hier wäre schon mal ein mögliches Grundstück. Ja, ich gehe mal mit hier rum. Hier ist die Eingangstür, die muss natürlich erneuert werden. Etwas Unkraut muss auch weggemacht werden. Zum Haus gehört ein Brunnen. Fenster neu einsetzen, kein Problem. Inklusive ist auch dieser schöne Feigenbaum, der sogar im Haus wächst. Den müsste man vielleicht nach draußen umpflanzen. Aber die Aussicht ist natürlich unbezahlbar. Und um in den zweiten Stock zu kommen, gibt es hier eine tolle Treppe. Großes Wohnzimmer mit Aussicht. Schlafzimmer da hinten. Nehmen wir das? Ja, erst ein Segelboot, dann bekämpfen der Klimakrise und dann können wir es nehmen. Okay. Und deshalb steht hier natürlich auch Verkauf mit Assistenz für die Renovierung, weil die ist jetzt nach zweiten Blick doch, glaube ich, nötig. Boah, aber so ein Pool, das wäre doch nett.
Heute ist eher ein ungemütlicher Herbsttag, deswegen besuchen wir die schön heißen Quellen von Saturnia. Laut einer Legende haben sich hier die römischen Götter Jupiter und Saturn bekriegt und dann ein Angriff von Saturn ging daneben und dabei sind dann diese heißen Quellen und dieser Ort hier entstanden. Und ich finde, es sieht schon sehr danach aus, als wäre es so von so mythischen Göttern geschaffen. Voll, also dieser Ort wurde auch schon von den RömerInnen genutzt und ist bis heute kostenlos. Deswegen können wir jetzt auf jeden Fall sehr empfehlen, hier hinzukommen. Wir genießen jetzt den Tag hier und beenden damit das Video zum Thema Toskana. Und wenn ihr noch irgendwelche Orte kennt, die entweder betroffen sind von der Klimakrise oder wo es coole Projekte gibt, die man auf jeden Fall mal besuchen sollte, die irgendwas gegen den Klimawandel tun, beziehungsweise irgendwie die Folgen des Klimawandels behandeln, kontaktiert uns gerne und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Ciao! Ciao aus Italien! Im nächsten Video machen wir Sightseeing in Rom und beantworten dabei einige an uns oft gestellte Fragen. Der Legende nach tut man seine Hand da rein und nur wenn man die Wahrheit spricht, bleibt die Hand dran. Das heißt, ich war in so einem Brandcontainer und habe halt gelernt, Feuer zu löschen. Und ich dachte immer, alle fragen so, hä, wo geht ihr auf Toilette und so? Boah, ist das geil, ey. Pizza Paradise, Digga. Sind das Socken mit allen Weinsorten aus der Toskana? Ich glaube ja. Wein, Pizza, verschiedene Nudelsorten. Cool. Laura ist schon im nächsten Touri-Shop auf der Suche nach einer Kaffeemühle. Ich bin auch auf der Suche nach einer coolen Kaffeemühle und denke mir so, ich bin ja in einem der Länder des Kaffees. Aber bis jetzt habe ich noch keine gute gefunden. Also es gibt immer Espresso-Kocher und so, aber keine Mühlen. Aber das wäre schon auch nice, das irgendwie lokal zu kaufen. Lila Blumenkohl. Orangener Blumenkohl. Was soll eigentlich dieses Zeichen heißen? Wahrscheinlich einfach Viewpoint oder Punto Panoramico. Also, Punto Panoramico. Aber schon sehr lustig. Mensch steht auf Hügel und streckt seinen Arm über den Baum hinaus.